In der bisher spielbaren Version von Gothic VR ist es nur möglich, einen kleinen Bereich in der Nähe des alten Lagers zu erkunden. Aber wenn man diesen Bereich verlässt, zieht man durch eine leere Welt voller Löcher. Höchste Zeit, das zu ändern. Um aus dem bisherigen Proof of Concept von Gothic VR ein vollwertiges Spiel zu entwickeln, ist noch eine Menge Arbeit nötig. Und was sind Dinge, die in keinem 3D-Adventure fehlen dürfen? Das wären zum Beispiel Menüs, die man gut bedienen kann, oder auch Speicher- und Ladefunktionen. Aber der Reihe nach. Erst einmal war es wichtig, die Grundlagen zu schaffen, die nötig sind, damit das Spiel auf jedem VR-System läuft, das wir unterstützen wollen. Dabei ist es wichtig, dass wir früh anfangen, vor allem an schwächere VR-Systeme bei der Entwicklung mitzudenken. Zusammen mit der Aufteilung der Spielwelt in getrennte Szenen haben wir auch ein rudimentäres Hauptmenü eingefügt, von dem aus der Spieler sich in verschiedene Stellen der Welt spawnen lassen kann. Der konsequente nächste Schritt ist dann, dass die Position zwischen 2 Spielsessions gespeichert und später wieder geladen werden kann, zusammen mit weiteren Spielinfos, wie beispielsweise Charakterwerten. Das Hauptmenü selbst ist bisher noch eher simpel. Optisch orientieren wir uns an den Menüs aus Gothic 1, aber im Team haben wir schon lange darüber diskutiert, wie man so ein Spielmenü in VR am besten gestalten sollte. Und zwar sowohl was das Aussehen als auch die Bedienung angeht. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass das Pause-Menü eine eigene 3D-Szene ist, in der der Spieler mit Diego, Gorn, Lester und Laris um ein Lagerfeuer sitzt. Wie könnte eurer Meinung nach ein geeignetes Spielmenü in VR aussehen? Habt ihr eigene Ideen oder kennt Beispiele von Spielen, in denen die Menüführung eurer Meinung nach gut gelöst wurde? Schreibt das doch gerne in die Kommentare oder joint unserem Discord-Server. Das Gameplay, das ihr bisher auf unserem YouTube-Channel gesehen habt, stammt übrigens aus einer sehr frühen Proof-of-Concept-Version. Mit Proof-of-Concept meinen wir, dass uns wichtig war, dass die Version überhaupt läuft, auch wenn noch sehr viel Inhalt fehlt und viel Optimierungsbedarf besteht. Wann es eine neue Version mitsamt den Features aus diesem Video geben wird, können wir natürlich noch nicht sagen, aber wir werden das so bald wie möglich auf den üblichen Kanälen ankündigen. Wir sehen uns zum nächsten Update.